Tag, ich bin Paul und ihr seid coole Leute, weil ihr guckt mein Video. Yay, danke dafür. Dieses Video fängt genau an der gleichen Stelle an, wo das letzte Video aufgehört hat. Denn heute ist immer noch der zweite Tag für mich in Bogota, Kolumbien. Ich kam gerade mit Catalina aus dem Stadtteil Paraíso, das ich nur empfehlen kann. Es hat richtig Spaß gemacht, da rumzulaufen. Dieses Video dürft ihr euch, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ja auch noch anschauen, was davor geschah. Ja, aber wir befinden uns jetzt im Stadtteil Zona Rosa. Zona Rosa ist dafür bekannt, dass hier sehr viele Geschäfte sind, sehr viele Restaurants, sehr viele Bars und Clubs. Und deswegen, weil hier immer etwas los ist auf den Straßen, ist auch dieses Viertel relativ sicher. Sicherheit in Kolumbien ist ja immer so eine große Sache, aber hier in Zona Rosa ist relativ safe. Deswegen befindet sich ja auch mein Hotel hier in diesem Viertel. Doch das Viertel, von dem wir kamen, nämlich Paraíso, ist nicht so ganz safe. Deswegen habe ich meine große Kamera zu Hause gelassen, zu Hause im Hotel. Und deswegen werde ich auch jetzt weiter nur mit dem Handy filmen. Und deswegen kann es sein, dass die Qualität in diesem Vlog nicht so hundertprozentig ist. Und gerade, weil wir auch wahrscheinlich noch abends hier rumlaufen werden, da kackt wahrscheinlich die Handykamera ein bisschen ab und es wird ein bisschen gruseliger. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, was man hier alles hier in dem Stadtteil Zona Rosa machen kann. Seid gespannt, Catalina und ich ziehen jetzt los und werden so einiges sehen und probieren. Viel Spaß! So, und jetzt sind wir wieder irgendwo beim Essen. Diesmal gibt's Guanabana. Kennt ihr nicht? Ich auch nicht. Ich bin mal gespannt. Ich zeige euch mal, wie die Frucht aussieht. Sieht ein bisschen aus wie die Dracheneier von Game of Thrones. Ist aber Guanabana. Das ist ziemliche Potansche da drin in der Frucht. Das wird hier in so einem Becher angeboten. Und das ist ziemlich Gelee-artig. Mal gucken, wie ich das esse. Okay. Das mache ich nur für euch. Ist ziemlich zäh. Geschmack ist okay. Taste gut. Okay, Guanabana ist nicht mein Favorite. Wie gesagt, der Geschmack ist ganz okay, aber die Konsistenz ist ein bisschen... Oder man muss sich dran gewöhnen. So, Fun Fact. Hier in Bogota, die haben hier das dritthöchste Verkehrsaufkommen weltweit. Das kommt daher, die haben nämlich hier keine Metro, also keine U-Bahn, auch keine Straßenbahn. Der ganze Verkehr findet hier an der Oberfläche statt und das merkt man an den täglichen Staus. Was die hier machen, ist, die erteilen hier Fahrverbote. An manchen Tagen dürfen nämlich nur Autos fahren, dessen Zahl auf dem Nummernschild gerade ist, und am nächsten Tag dürfen die Autos fahren mit den ungeraden Zahlen auf dem Nummernschild. Und so halbieren die wenigstens den Verkehrsfluss. Was kann man da machen, wenn man jetzt gerade Fahrverbot hat für den heutigen Tag? Man kann den Bus nehmen, denn Busse fahren ja hier. Die haben hier eine sehr gut ausgebaute Buslinie oder Busnetz. Und die Busse haben hier auch zum Teil ihre eigene Linie. Und sie können des Weiteren mit dem Fahrrad fahren. Hier in Bogota, das ist die Fahrradhauptstadt Südamerikas. Alleine hier in Bogota, die haben hier sage und schreibe über 500 Kilometer Fahrradwege. Ja, oder man macht es wie die reichen Leute. Die kaufen sich einfach zwei Autos. Ein Auto mit einer ungeraden Zahl und ein Auto mit einer geraden Zahl auf dem Nummernschild. Und so können die jeden Tag hier fahren. Und ja, die können jeden Tag hier fahren.
und können dann mit ihren Autos dann hier in dem Stau stehen. Stau ist übrigens die Abkürzung von stehenden Autos. Habt ihr das gewusst? Schreibt es mal unten in die Kommentare, ob ihr das gewusst habt. Quelle genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quelle genti qui che passeranno, mi diranno che è il fiore, questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, forte per la libertà. Es ist noch gar nicht so spät, wie es aussieht, weil es schon ziemlich dunkel ist. Dabei haben wir es jetzt gerade erst so 18 Uhr, glaube ich. Das ist Aldino, das ist auch eine Mall, aber mit High-End-Produkten, also nur Nobelmarken. Und deswegen wechsle ich jetzt meine Maske. Man muss sich ja anpassen. Nice. Bis auf ein paar Marken gibt es hier eigentlich normale Marken, nicht nur die High-End-Marken. Und deswegen war ich auch erfolgreich. Ich habe mir 2 Jeans gekauft. Juhu. Die sind schweinegünstig, weil es ist noch Black Friday und da kostet so eine Jeans 35 € oder sowas. Da muss ich zuschlagen. Ja, ich glaube, hier kann man richtig gut einkaufen gehen. Also wer shoppen mag, kommt hierher. Zona Rosa, Bogota, Kolumbien. So, fertig mit Shoppen. Jetzt geht's auf. Es geht jetzt zum Essen. Und nach dem Essen kommt noch was ganz Besonderes. Bleibt gespannt, bleibt dran. So, ich wurde eben gecheckt, ob ich geimpft bin. Da habe ich so einen Aufkleber bekommen. Catalina hat auch so einen Aufkleber. Das ist hier so groß, über mehrere Stockwerke. Wir sind noch nicht mal auf dem obersten und trotzdem sind wir schon so hoch. Voll das Innenrestaurant. Toll. Ja, wir warten hier aufs Essen und während wir warten, kommt auf einmal eine Bedienung an und gibt mir hier so eine, ja, wie heißt das? Schleppe oder sowas. Weil die gemerkt haben, dass ich Ausländer bin, dass hier wohl noch sehr exotisch ist. Ich bin jedenfalls stolz. Ich trinke übrigens hier Limonade mit Pfefferminzgeschmack. Sehr erfrischend. Und ich glaube, mein Essen kommt. Oder unser Essen kommt. Wow. Gracias.
And I have chicken and Pommes. Oh, ein Lätzchen für Katharina. Better is. Eine Stunde später. So crazy! Und nach dem Leckeressen geht's jetzt nochmal woanders hin. Und das wird sehr speziell. So, wir sind hier noch auf der Partymeile in Bogota, Zona Rosa. Und wir stehen vor Bogota Beer Company, BBC oder BBC. Und was es da Besonderes gibt, seht ihr gleich. Denn was passiert, wenn man zwei gute Sachen aus zwei verschiedenen Ländern mixt? Kolumbien ist bekannt für Kaffee und Deutschland für Bier. Hier gibt es tatsächlich Kaffeebier. Und wir werden es jetzt probieren. Ich meine, du kennst es ja, you already know. But for me it's new. Ich weiß nicht, was das deutsche Reinheitsgebot dazu sagt, aber ich werde es probieren. Cheers. Gut? Ganz okay. Ist gut, ja. Das heißt, wer von Bier immer müde wird, kann das trinken, dann bleibt er munter. Der zweite Tag in Bogota ist vorbei. Es war wieder ein toller Tag. Ich habe viel gesehen und somit ihr ja auch. Für heute ist wieder Schluss. Morgen ist nochmal ein Tag in Bogota angesagt. Das Video kommt dann demnächst. Aber für heute ist erstmal Schluss. Aber wenn ihr meint, dass es wirklich für immer Schluss ist, nein. Denn das ist erst der Anfang.